Yachaktayo vadatam vadinam vai Vivad sangvad bhuvo bhavanti Kurvanti chaisham muhuratmamoham Tasmai namananta gunaya bhumne Yachaktayo vadatam vadinam vai Vivad sangvad bhuvo bhavanti Kurvanti chaisham muhuratmamoham Tasmai namananta gunaya bhumne Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told Goswami Prabhupada, der hat gesagt, logische Interpretation, die hat keinen Wert in der absoluten Welt. Also Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, der sagt uns, dass logische Interpretation, die kann nicht ein Hindernis oder man kann die höchste Persönlichkeit nicht mit logischer Interpretation verstehen. Also die absolute Wahrheit, die, wenn du die versuchst, logisch zu verstehen, nachher kannst du da entwischen. Weil du mit deinen logischen Argumenten, es ist unmöglich, durch das verschwindet die absolute Person dann. Er kann ein Beispiel geben von der Upanishad. So Parabrahma. Keiner kann sagen, dass wir wirklich Parabrahma komplett kennen. Weil es von so vielen verschiedenen Sichtweisen kann man eben das Parabrahma verstehen zu versuchen. Aber wer kennt jetzt wirklich Parabrahma wirklich, komplett? Das ist unmöglich. Krishnadas Kaviraj Goswami Maharaj, der sagt auch. Ist der Himmel, der ist ewig, so ein Vogel kann aufsteigen, höher und höher und höher, je nachdem, was für Kapazität er hat. Vielleicht gewisse Vogelarten können 100 Meter fliegen, gewisse andere Vogelarten können 200 Meter fliegen, andere Vögel 1000 Meter. Also das ist ganz nach deren Kapazität. So kein Vogel kann aber sagen, dass er jetzt den Himmel jemals übersprungen hat. Also er kann zwar höher und höher gehen, aber dass er komplett das überspringt, ist nicht möglich. So für die Premi Bhaktas in Vrindavan ist das nicht anwendbar. Das ist ein anderer Punkt. Aber das Beispiel, was er geben wollte, das ist von der Upanishad. Devasur Sangram. Also ein großer Streit war da. Ständiger Kampf zwischen die Halbgötter und die Dämonen. So, jetzt haben wir die Halbgötter haben jetzt gewonnen und Indra ist stolz geworden über den Sieg über die Dämonen. Oh, sie seien jetzt vernichtet. Und nachdem hat Indra ein gewisses falsches Ego aufgezeigt. Katanga Raja, Bhapravahan, also die alle haben in die Halbgötter geholfen. Es ist alles im Bhagavad beschrieben. Sie selber können nicht kämpfen und deswegen laden sie Katanga und so weiter ein. So, das passiert mehrmals, aber
Aber doch, Indra Maharaj hat jetzt wieder das falsche Ego im Kopf. Oh, er ist der König vom Himmel, der Herrscher über den Himmel. Das ist, warum im Bhagavad Mahatmya, in der Verehrung vom Bhagavatam, dort ist geschrieben, Nacha Indra Nasukam, Kinchin Nasukam Chakravati Naha. Es ist ein Vers. Wer ist happy? Wer ist glücklich? Denkst du, der Indra ist glücklich? Also nicht einmal Indra kann sich selber helfen. Das ist die Position im Himmel. Also Indra hat selber, obwohl er auf die himmlischen Planeten ist, hat er keine Glückseligkeit, keine durchgehende Glückseligkeit, weil das eben doch nur ein materieller Planet ist, der Himmel. So, was er damit sagen will, ist, wo man wirklich totale Zufriedenheit kriegt. Wenn du da irgendwas erwartest, nachher ist Unzufriedenheit da. Aber wenn du da nichts erwartest, nachher ist keine Unzufriedenheit da. Also das Verlangen soll nicht materiell sein. Das Verlangen soll spirituell sein. Oh, mir geht Krishna, mir fehlt Krishna, ich will Krishna, ich will Krishna. So auf der Welt ist jeder Fremder. Wir sind alle schlussendlich auf einem Zwischenstopp, weil wir sind alle in der ewigen Welt daheim. So Indra hat jetzt das falsche Ego zu hoch aufgeblasen gehabt und wollten sie jetzt eine Lektion erteilen. Also dann ist Bhagavan selber, hat sich gesagt, okay, den Stolz, den werden wir jetzt brechen. So Indra hat jetzt die Information. Da war immer ein gewisser Yaksha und den Yaksha, den sollten jetzt verschiedene Halbgötter fragen, wer er ist, weil Indra dorthin geschickt hat. Oh, wer bist du? Und nachher kommt Vayu als erstes, der Luftgott. Und der Yaksha fragt, oh, wer bist du? Ich bin Vayu, ich bin der Luftgott. So, innerhalb von Sekunden kann ich alles aufwirbeln und starke Winde verursachen. Und nachher gibt ihm der Yaksha ein kleines Strohstück. Und fragt ihn, ob er das aufheben kann. Nachher hat er aber keine Chance, er kann das nicht aufheben. Putting question by the order of Indra to take information with. Now I can burn up everything. You don't know. I'm only lonely. Very powerful. Oh, really? You can burn up this, stock is not successful. So, der nächste, was dann kommt, ist Agni, ein Feuergott. Und dann sagt er wieder, oh, wer bist du, wer bist du? Ich bin ein Feuergott, ich kann alles verbrennen, das und das, sagt er. Und dann sagt er, bitte verbrenn das Stroh, aber ihm war es wieder nicht möglich. Und dann haben sie sich gefragt, oh, was passiert da immer? Was geht da vor sich? In the meantime, disappear. When he coming to take information with inquisitive attitude, then the Brahma disappears. But he find one area of the bias and looking up, oh, Uma.
Jnanmai, Jnandayi Uma. Speaking is Parabrahma. Parabrahma, yes, Parabrahma. Sondern hat die Stimme vom Himmel hat dann gesagt, das ist Parabrahma, der ist gekommen, um euch zu testen. Versucht nicht irgendwie ein falsches Ego aufzuzahlen. Direkt oder indirekt führt alles der höchste Herr aus. Everything done by Supreme Lord, nothing can be done by anybody. So this is the case. Also den Vers, mit dem er angefangen hat, das ist ein wichtiger Vers aus dem Bhagavad Yachaktaya. Ananta Gunaya Bhumne. Because it is one kind of magic spell, Maya. So ihr bringt andererseits Erbietungen dar. They cannot come into any kind of conclusion. You can come into conclusion. I started with the point, with Prabhupada, told. As soon as you are going to take help of your logic, as soon as you are going to grow your argument, seit am Anfang mit dem angefangen, dass eben logisch vor der absoluten Wahrheit kann nicht stehen. Die absolute Wahrheit verschwindet. Die wirst du nicht erkennen mit der Logik. Du musst, was folgen muss, ist Shrautapanta. Das ist der Pfad, das was dich zu dem Verständnis führt. So verschiedene Banden. Tarka Pradishtana, Shrutaya Vimena. In Vedanta Sutra also we are getting one same sloka. Mahayena Sagasavanta. Vedanta Sutra. Im Vedanta Sutra ist es Tarka Pradishtana. Your tarko, altercation, your biting, logical, no, you cannot stand. Also Logik kann nicht stehen vor der absoluten Wahrheit. Ganz egal, Shruti, Smriti, Purana. I cannot tell you. It is written there in Taittiriya Upanishad. In Ishupanishad. Stavichara Naika Nipuno Dharma Samstapako Kanam Mitikarino Tivune Anyo Sharanyakaro. That is why now all Tattva Acharya they are coming to help me. Das ist, warum alle Acharyas kommen, um uns zu Why helfen. coming there? Warum kommen sie, um uns die Essenz zu geben, auf einfache Art und Weise. So we'll have to take shelter of actually Sotapantha. So, wir müssen Zuflucht suchen bei Shrautapanta. Da gibt es viele Streitereien, weil manche sagen, der höchste Herr, der existiert, der andere sagt, der existiert nicht. Die Buddhisten, die sagen zum Beispiel, alles ist Null, alles ist Shunya, Shunyavad, nennt sich deren Philosophie. Mayavadi, die sagen, sie sagen nicht direkt Shunya, aber indirekt sagen sie Shunya, dass alles nichts ist. Powerless, Brahma und so weiter. So, er kann halt noch ein bisschen was anschließen eben zu der Diskussion vom letzten Mal. Von Ramanuja und Madhava Acharya.
So wir sagen, Brahma ist da, aber er hat keine Form. So von den Tarka-Schriften, Tarka-Shastras wissen wir, if at all one thing is not there, if at all the existence, there is no doubt about the existence of that thing. Because it is not there at all. Also wenn etwas nicht wirklich da ist, dann ist kein Zweifel, dass das überhaupt existiert. So für die, da braucht man nicht nachfragen, ob das da ist oder nicht da ist, dass wenn es niemals da war. What is not at all there, for that object, but that thing, again the question of it is there or not, this question cannot come. Das ist eine irrelevante Frage, wenn du wieder fragst für etwas, das was schon nicht da ist, wenn du fragst, wenn du Fragen stellst über das. What do you mean by asadimba? The egg of horse is not possible. Ashwadimba zum Beispiel, das Ei vom Pferd, das existiert nicht, das ist nicht da, über das musst du gar nicht diskutieren. So wie die Hasen zum Beispiel auch keine Hörner haben, das existiert auch nicht. Alle wissen, dass Hasen keine Hörner haben können, so über das musst du nicht diskutieren. A pot made of stone, but still golden. How possible? If golden, then stone not possible. If made of stone, So ein Topf, der ist gemacht, ein steinerner Topf ist gemacht, aber aus Gold. Aber es kann nicht funktionieren, die Philosophie. Und wenn Stein da ist, dann kann nicht Gold da sein. Wenn Gold da ist, kann nicht Stein da sein. Some going to express this kind of thing, okay. If Supreme Lord is at all there, no headache. Manche sagen, okay, wenn der höchste Herr da ist, okay. Und wenn er nicht da ist, ist auch okay. Wir machen uns nichts draus. Also da gibt es verschiedene Gruppen. Der eine sagt das und der andere sagt das, der andere sagt das. Er kann uns Beispiel geben, dass der Punkt ein bisschen klarer wird. Manche sagen, der höchste Herr ist nicht da, aber was nicht wirklich existiert. Nachher über das brauchst du dann auch nicht mehr diskutieren und nicht mehr reden. Es kann oder nicht oder das oder das. Weil ein Beispiel ist mehr als genug, so wie zum Beispiel eine Person, die ist nach Varanasi gegangen, für einen Monat ungefähr. Und jetzt kommt aber einer zu seinem Zuhause und schaut nach, ob er da ist oder nicht. Und dann sagt ein Verwandter, oh, der ist nicht da, der ist nicht da. So, wenn der ihm die Antwort gibt, dass er nicht da ist, dann bedeutet das aber auch nicht, dass er nicht vollkommen da ist. Also er ist da, aber nicht vollkommen ist er vielleicht da zu der Zeit, wo sie ihm jetzt geschaut haben. So wie jetzt. Now, evening time is not coming. That doesn't mean evening time cannot come. So. Evening time can come. So this way, this kind of argument. So wie auch die Abendzeit. Aber wenn du im Zimmer bist, dann kann man nicht sagen, oh, die Abendzeit, die kommt nicht. Sondern die Abendzeit kommt, aber es ist ein anderer Umstand im Zimmer. Aber das bedeutet nicht, dass die Abendzeit niemals kommt. So die Existenz von der Abendzeit ist da, die Existenz von einem Mann oder einem Menschen ist da, nachher ist es ja da. Und wenn es gar nicht da ist, dann braucht man gar nicht darüber diskutieren. Und Chaitanya Charitamrita hat auch geschrieben, dass Chaitanya Mahaprabhu hat gesagt, er will uns eine Warnung geben. Veda Mukhe Vairama Bautika-dik. For the time being, Shankara was
So für eine gewisse Zeit war Shankaracharya ganz, ganz wichtig. Actually, to establish at least Veda, existence of Veda, because those Buddhists, they want to, eben auf jeden Fall was aufzuzeigen erase everything, the total existence of Veda. oder behalten, was das Wissen von den vedischen Schriften, weil die Buddhisten wollten alles auf die Seite schieben. Deswegen ist Shankaracharya gekommen zu der Zeit. This kind of facility was there, but it is not ultimate facility. So Mahaprabhu wanted to speak that Ved Mukhe Mayavad Bauddha Kyodik. It is more dangerous. Veda Mukhe Mayavad Bauddha Kyodik. So dass du die vedischen Schriften nach vorne hinauszeigst oder aufzeigst. Das ist mehr gefährlicher. Weil die normalen Leute, die verstehen sowieso nicht, was dort gegeben ist. So wie wenn du zum Beispiel aufzeigen willst, du bist ja Guru Sevak, aber in Wirklichkeit willst du deinen Namen und deine Ehre erwartest, da du für den Dienst zu deinem Guru darfst. So viele Leute, die versuchen, die Füße zu waschen, Girlanden zu geben und das und das. So openly at all, if it is known to public that I am a demon, it's facility, very nice. But if people are going to believe me as a devotee, die Gesellschaft weiß, dass man Idiot ist, nachher geht es in Ordnung, aber wenn du das versteckst und die nach außen hin aufgibst, es wird die Worte waschen, und das ist gefährlich. Demonic activities, big problem there. So it is written there, Mahaprabhu speaking, Ved Mukhe Mayavad Bauddha Kyodik. It is more dangerous than Buddhism. So, Chaitanya Mahaprabhu sagt, dass Mayavad-Philosophie, der ist gefährlicher als wie die buddhistische Philosophie. Shunyavad, they don't believe. So better we can control ourselves. We cannot go there. But how to understand that they are actually going to use Veda? They want to prove it. Maybe they are big devotee. Maybe who can know? This way, Mahaprabhu speaking, Vedmukhe Mayavad Bauddha Kyodik. You can remember some discussion took place between Shankaracharya, between Prakashananda Saraswati. So, es war eine gewisse Diskussion, ein Gespräch zwischen Prakashananda Saraswati und Chaitanya Mahaprabhu. So, als erstes will er ein paar Punkte aufzeigen, ein paar Fakten. Was ist die Basis von Mayavad-Philosophie? The basic thing of Mayavad is to disbelieve Guru Vaishnava, the eternal existence. Das ist, dass du eben nicht wirklich an Guru und Vaishnava, Dham, Parikram, Vashishta, an den höchsten Herrn Glauben hast. Das ist Mayavad-Philosophie. Wenn du sagst, das ist alles ein bisschen mystische Sache. Das ist eine Art von Mayavad-Philosophie. So basic thing of this Mayavad is to prove that there is nothing. Supreme Lord is, impersonal, nothing. Mayavad will eben aufzeigen, dass da ist kein höchster Herr, da ist alles Shakti, alles Brahma. So, die versuchen auch gewisse Verse dann herauszusuchen aus den Schriften und wollen dann aufzeigen, oh, schau, das steht da in den Schriften, schau, das steht da in den Schriften. Aber die manipulieren das Wissen von den Schriften. Die sagen zum Beispiel Tattvamasi. Tattvamasi means Tattvam-asi. They want to prove only Brahma is there. Tattvam-asi, das wollen nur aufzeigen, nur Brahma ist da. Die Seelen, Jiva existiert nicht. No Jiva there. Das ist Illusion. Brahma get distorted. So now in the form of this, it's one kind of dream. This is not.
It's one kind of dream, nothing. It's not fact. So this say they want to prove this phenomenal world. So, die wollen eben die phänomenale Welt aufzeigen, als wie es ein Traum war, als wie es falsch ist. Aber es stimmt nicht, sie hat den Mahaprabhu hat ihm nicht zugestimmt. Das ist alles echt, aber temporär. Nothing. Second nothing, no second object. That's why Shankaracharya is, So, darshan is for Shankaracharya's darshan. Kevala, what actually? Kevala Dvaitavad. Keval Advaitavad. No Dvaita conception. Keval Advaitavad. Nothing, no dual conception can stand. Only Brahma Also is there. kein duales Konzept, nur Brahma ist da, They want existiert. to pick up some sloka from here and Und there, die Upanishad. zeigen dann ein paar Verse auf von den Schriften und wollen dann ihre Aussage stützen mit dem. Aber was bedeutet Tattvam Asi? Tattvam Asi bedeutet, oh, du bist der Brahma. Tattvam Asi. So, du bist der Brahma. Aber durch das Verständnis von Gaudiya Darshan kriegen wir tiefere Bedeutung. Da sehen wir, dass Tattvam Asi bedeutet, Tashyatam Asi. Tashyatam Asi. Tashya means you are his. I mean, you are all the servant of that supreme. So, es sagt aus Tattvam Asi, ihr alle seid die Diener von dem höchsten Herrn. Nicht Tattvam Asi. It's okay. Tattvam Asi, okay, qualitatively okay. Tattvam Asi, qualitativ ist es okay, aber nicht 100%, ist nicht 100% falsch. Different way. Aber die wollen es anders interpretieren Take undue advantage of this sloka. und wollen den Vers irgendwie ausnutzen, um ihre Philosophie zu stärken. Brahma is Chinmay. Okay, das stimmt, qualitativ sind wir alle gleich. Brahma ist Chinmay. Jiva also Chinmay. Jiva also Chinmay, Chit particle. So Jiva ist ein Chit-Partikel, atomischer Vibhu Partikel. Chaitanya, Anu Chaitanya. Und der höchste Herr ist Vibhu Chaitanya. Sometimes you can see one Jivatma, very small Jivatma, Chit particle. While doing bhajan, in some form, like human being, with the association of Guru Vaishnava doing bhajan. By chance, the bhajan was very good. He was so successful, Der war total erfolgreich in seinem Bhajan. deliver the whole world so Und powerful. der ist so machtvoll geworden, dass er dann schlussendlich die ganze Welt befreien kann. Brahmanda Taride Shakti Darjanajana. Das ist nicht nur alliert, sondern das ist echt, das ist Wirklichkeit. Das reine Vaishnava, der kann alle befreien. In viele, viele Universen. Nicht nur dem Universum. Srila Siddhantas, Saraswati Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Shyamananda, Srinivas, Advaita, die können das alle machen. Das sind keine Chit-Partikel. Oder ein kleiner Chit-Partikel, wenn er wirklich in Kontakt kommt mit dem reinen Sadhu, dann kann er auch die Kraft kriegen. Zum Beispiel ein Beispiel ist da, zum Beispiel ein entflammbares Objekt, so mit Kerosin oder so, wenn ein Feuer jetzt die Substanz berührt. In that case, the spark is just,
can enter into the inflammable object and get the form of a big fire. Possible or not? That only is a spark. Now, in contact with that inflammable object, petrol or kerosene or anything. So, der Funke, was am Anfang klein war, wenn der in Berührung kommt mit einer Substanz wie Kerosin oder Öl, nachher kann das komplett entflammt werden und wird sogar höher. You will have to keep hope. You will have to keep hope. You will have to foster. You will have to foster that kind of desire inside your heart to get power in future. So, your subconscious mind covering 90% of your mind portion. Only so das Unterbewusstsein, das bedeckt ungefähr 90% von unserem wirklichen Verstand. Aber wenn du wirklich wenn du wirklich sagst, dass du alles machen kannst, du kannst dann wirklich Zukunft, Vergangenheit und Jetzt sehen. Die ganzen Siddhis, die ganzen Perfektionen können zu dir kommen. But Supreme Lord arrangement, we are not going to ask, but anyway we are going to offer to, Supreme Lord, and taking prasadam what to do, or sometimes distribution also. This way by the desire of Supreme Lord, what so bei dem höchsten Herrn, vom höchsten Herrn, seinem Willen ist alles möglich. Es wird alles zu dir kommen, wenn du wirklich ernsthaft bist. Und kann der höchste Herr alles übernehmen in deinem Leben. Aber der einzigste Punkt ist der, dass du ernsthaft sein musst. Aber du kannst alles machen in deinem Leben. Du kannst jede Kraft kriegen. Die ganzen Qualitäten wird der Gurudev geben. Yogata vichare kichu nahi paye tumhara karuna sahara. Yogata vichare kichu nahi paye tumhara karuna sahara. So das Einzigste, was wir erwarten, ist Barmherzigkeit von Guru und Vaishnava. Zum Miteinander treuer, kann er den Punkt besprechen, den Vers. So den Vers wird erklären, miteinander treuer, dass so leicht ist die Jivatma-Seele, ein ganz kleiner Funken, aber der Funken, wenn der jetzt mit Kerosin oder irgendwas in Verbindung kommt, dann kann es ein Riesenfeuer werden, große Power, große Energie. Tattvamosi, they are speaking this way. Okay, qualitatively it's okay. It's not false, totally. Qualitatively, Chit Chinmayatma, Chit and Brahma is also Vibhu Chaitanya, it's okay. But totally not perfect. Also das sind verschiedene Beispiele, was dort eben geben sein, um besser die Seele zu verstehen. Das ist ein ganz kleiner Partikel von Transzendenz, das nur dafür bestimmt sein, für das ewige Objekt zu dienen, Krishna. So die Mayavadis wollen ihm aufzeigen, dass die phänomenale Welt falsch ist und Brahma hat eine Veränderung in seiner Form angenommen und ist zu der materiellen Welt geworden. So wie kannst du sagen, dass das Brahma verändert? Like foolish. Yad Brahma Niskalamanantam Ashesha Bhutam. It is written there.
Niskarma is stainless. Brahma is stainless. So Brahma ist fleckenlos. Der kann keine Transformation untergehen. So wie soll Brahma transformiert werden? Der Brahma Samhita ist der Beweis, wer es was er erwähnt hat. Brahma ist rein, komplett Reinheit. So Brahma kann nicht verändert werden zu der materiellen Welt oder in die materielle Welt. Aber der Mayavadis Konzept ist das, dass sie sich denken, die ewige Energie hat sich umgeformt in der materielle Welt. So die Mayavadis, die glauben nicht an Maya, an das Tattva von Maya. Die sagen, Maya existiert nicht. Die denken, wenn wir jetzt denken würden, dass da nur Energie ist von dem Brahma, dann würden wir das ganze System von der Mayavadi-Philosophie zerstören. Aber unser in Gaudiya Vaishnavism ist Achintya Beda Beda Tattva. Chaitanya Mahaprabhu, der hat ein Argument gegeben zu dem Anführer von den Mayavadis, Sannyasis, Prakashananda Saraswati. So er sagt, oh, wie kannst du da sagen, dass da keine Energie ist, keine Shakti? Aber Mahaprabhu sagt, warum nicht in der materiellen Welt? Sag mal, dass wenn ein Stein der Weisen da ist, wenn der zum Beispiel Metall berührst, mit dem nachher kann es zu Gold werden. So, das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Es kann in Alchemie umgewandelt werden. Wissenschaftler, die haben den Glauben, dass so ein Stein existiert. Sanati Goswami, der hat das auch bewiesen. Der hat so einen Stein gehabt. Und den Stein, der was die Sachen berührt, und das, die Wissenschaftler sagen, das ist 100% möglich. There can be such magic spell, power of that touchstone, that when that stone is, so der Stein kann jetzt so eine Kraft haben, wenn der jetzt mit Metall in Berührung kommt, dann hat der Stein vielleicht die Kraft, die Molekülstruktur zu verändern von Metall. In der Chemie findet man auch vor Uranium, Plutonium, Mercury. Couple from England, they are very poor, very poor, very poor. They started doing research which pitch blend. From one factory, they are going to throw pitch blend as waste product. And Cheliokuri, Madankuri, husband and wife used to collect it like ghost, You cannot have those no cultivation doing the farmer. They are not going to put this kind of energy. Oh, they are collecting, and they are, in fire. They are, they are trying to get, 1.1 milligram or maybe 1 uranium. Oh, they are trying. Whole day and night, fire. Also, dass du wirklich Uranium nur einen Tropfen herkriegst, ein paar Gramm, das ist so ein enormer Ablaufprozess. Aber da war ein Ehepaar, die haben ihm so viel Energie gegeben für das. In der Chemie sind die bekannt. Die haben das Uranium gefunden. Also niemand kann in der Chemie deren Namen vergessen. All scientists, they are going to, research. They are all grateful to them. So one day, actually, what thing happened? Madam Kuri, Jelio Kuri, in a table, the dryer was there. Inside there was some film was there. Film, film. Film? Don't know film? Very foolish. Without film, how you are getting picture?
Flame. The flame. Flame. Some raw flame, black flame was there, they got it for some reason. They put the flame inside the drawer. At the same time, the uranium piece and small piece was also there. And in the morning time, they again start, after taking rest, morning time, they again start with full energy to do that research. They open the drawer, find, oh my God, how it is spoiled. Husband and wife say, how possible? That they are developing some, unwanted, some, disturbance there in the flame. What? But some marking of light. Light? Where from light coming? We don't know. Again, next day they try. Again, the same thing. Die haben ihm immer wieder ein Experiment gemacht, die zwei. Und die sind dann draufgekommen, dass das kleine Partikel von Uranium, dass das radioaktiv ist. Und das ist Alpha, Beta, Gamma, das sind Strahlen gewesen, was von dem Uranium dann ausgegangen sind. So, die Röntgenstrahlen, das, was heute möglich ist durch das, dass sie auf das draufgekommen sind. Der Strahl von dem Uranium, der kann eben deinen ganzen Körper renken, kann die inneren Teile zeigen durch den Strahl. So. Even Akbar wanted to collect that piece of, that jewel. Akbar Basade wollte auch den Stein finden. Aber jemand hat ihn in die Yamuna geworfen, aber er hat ihn nicht mehr gefunden. So, was er damit sagen will, schlussendlich ist das ein Touchstone, so ein Stein der Weisen. Wenn der irgendwas berührt, zum Beispiel mit Metall, dass er das konvertiert, die Molekularstruktur von dem Metall und kann das in Gold umwandeln. Das ist möglich. Uranium, wenn es für lange Zeit kalt ist, nachher kommt es auf dem zweiten Level. When I was reading that time, uranium was topmost. But now I don't know, long time I'm not reading chemistry, nothing, I don't know. Follow. They prove that when uranium is kept for a long time, that so, weil Uranium für lange Zeit aufbewahrt, nachher kommt es, degradiert es auf einen unteren Level. Nach Plutonium. So, wenn das auf dem auf der chemischen Tabelle möglich ist, dass gewisse Substanzen andere Formen annehmen können, so warum soll man das dann nicht glauben? Dass der Stein der Weisen, dass wenn der was berührt, dass sich das umwandeln kann. We know when that piece going to change iron, but still Sparsamani cannot change its own structure. Der Stein kann, vielleicht, der nennt sich Sparsamani, er kann zwar andere Sachen verändern, aber sich selber nicht. Because they have no reply, how they can speak? They have no reply. So, as for Achinta Vedava Tattva, I was speaking yesterday. Das ist das Achinta Vedava Tattva. Gestern hat er über den Ramanuja Acharya gesprochen. Da ist das Tattva aufgekommen. Warum Chaitanya Mahaprabhu Shakti Tattva vom Ramanuja Acharya akzeptiert?
Vedabed war schon vorhanden. Dvaita Dvaita ist Vedabed. Es ist in den Nimbarka Sampradaya. Madhava Acharya hat auch gesagt. So Madhava Acharya hat das auch gesagt. So die Mayavadis, die wollen gewisse Hilfe von gewisser Weise aus die Schriften. Aber das ist ja nicht die erstrangige Bedeutung. Es hat eine Bedeutung, aber nicht die wahrhaftige Aussage oder Bedeutung. You can come out with one conclusion which can offer you one overall meaning. Follow? In Sanskrit we say Sarvadeshik or Ekdeshik. In Sanskrit we say In Sanskrit nennt sich das Ekdeshik, Sarvadeshik. Ekdeshik ist das Zweitrangige und Sarvadeshik das Erstrangige. Die erstrangige Bedeutung. They are going to take undue advantage. Some Mahaprabhu speaking this way, and Dvaita already Vedabed was already there. Nimbarka Acharya already established. Nimbarka Acharya wanted to establish this thing. But what is the new with Gaudiya Mat? Gaudiya Mat means Gaudiya Siddhanta. What is the new? But the new is there. There is was ist jetzt die Neuheit in der Gaudiya Sampradaya? Das ist Achintya Vedabed. Achinto, one word used prefix used by the indication of Mahaprabhu, Jiva Goswami used Achinta Vedabed, inconceivable. Your brain cannot go up to that far. Infinity jivas, they are going to get together and play their overall brain. Still cannot. Yato vachaha nivartante aptaho manusasaha. This Mahavadi says, Brahma cannot be known. Foolish, why they are coming to do bhajan? They are going to show this point. It is written that Brahma cannot be known. So die sagen, Brahma kann nicht erkannt werden. Yato vacho nivartante, das ist so Vers. Die Sprache, der Geist, alles kommt schlussendlich wieder zurück. Brahma kann niemals erkannt werden, sagen die. Aber nachher, was ist dann mit all den Schriften? Weil Krishna sagt in die Vedas, Vedascha Sarvayaham Veda. So, die Mayavadis sagen, oh, die Schriften können nicht das Brahma aufzeigen. Aber warum kommst du dann? So, wenn es nicht für die möglich ist, das Brahma zu erkennen. So, Bhaktivinoda Thakur und unser Bruder geben ein Beispiel. Du willst selber kosten, wie süß Zucker ist oder Süßigkeit. So, wenn du aber selber zum Zucker wärst, wie kannst du dann die Süße für dir selber kosten? So, wenn du selber zu Zucker wärst, dann kannst du selber das Süße nicht mehr testen, dann musst du ein Zweiter da sein. So, wie kannst du dann den Geschmack vom Brahma kriegen? So, Brahma ist eins, so wie kann dann das eine kosten? So materieller Klang
Sarvabhauma hat auch gestritten mit Mahaprabhu. No hands and leg of Oh, Supreme der höchste Personality. Herr hat keine Hände, keine Beine. No hands and leg. Apanipado, Javano Rita. After that, it is written. So many things it is written. Apanipado, no hands and leg, nothing there. So er ist geschrieben, dass der höchste Herr hat keine Hände, keine Beine. Und so keine Augen, aber er sieht alles, keine Ohren, aber er hört alles. So wie ist es möglich? Sarvabhauma Bhattacharya sagt, oh, das ist geschrieben dort. Brahma hat keine Ohren, keine Augen. Das ist, warum gestern Acharya gesprochen hat wie Dämon. Und er hat die Schönheit von Vishnu verglichen mit dem Hinterteil von einem Affen. Ananta Sundar, Ananta Khil Ras Bhagavan, So he is going to compare. The Mayavadi. So das sind Mayavadis, die haben keinen Glauben. So this way actually, Apanipad Mahaprabhu wanted to prove. Apanipad, so Mahaprabhu wollte aufzeigen. All the detailed discussion of Vedanta with Mahaprabhu and Sarvabhauma. Nilachale Vedanta Vikhya. Nilachale Vedanta Bhiksha. We need to translate very fast, so many things. Rare, but nobody there. We have to do. So this way you see, Mahaprabhu wanted to prove, okay, well, Apanipad is there. But at the same time, next point, Javano Grahita. No hands and legs, but quickly coming and accepting. If there is no hands and legs, who is coming fast? You accept. Javano is very fast, like more than wind. Apanipada, Javana. Hands and legs not there, but still coming fast. You accept. Out of your love, what you mean to say? So, es sind vielleicht keine Hände da, aber wenn du mit Liebe irgendwas anbietest, dann kommen die Hände. Vielleicht sind keine Augen da, aber doch kann er sehen. Keine Augen, aber er kann alles hören. That's why we can find one nice sloka in Brahma Samhita. Da ist ein Vers in der Brahma Samhita. Jasendriyo sakala, I forget this sloka. Sakala vidamanti pashanti yanti pranati chadvaganti. Jasendriyo sakalendriyo vittimanti pashanti Pashanti panti. Any of his sense organs. So, das ist der Vers, sagt eben, dass alle Sinnesorgane, die können die Aufgabe von alle anderen Organe ausführen. Die Hand kann essen zum Beispiel. Die Hand kann sehen. Es ist alles möglich. Indriyani asya sakalendra vrittimanti pashanti. Is full of power of all other organs, which you can expect from other organs, still can, hand So, can do. die Hand kann alle Sachen ausführen, was andere Organe machen können. So ist möglich, warum nicht? I already give you an example, maybe 2 years back. Er hat ein Beispiel gegeben, 2 Jahre zurück vielleicht. That one snake is the name of snake. Da war eine Schlange, das Akishvara, es hat die Schlange geheißen. So, die Schlange, die kann hören durch die Augen. Es ist ein materielles Beispiel, aber Schlangen, die sehen durch die Ohren oder durch die Augen hört die Schlange. Die hat kein separates Gehörorgan. So, das ist schon in der materiellen Welt so ein Beispiel, so ganz zu schweigen dann. Wo ist es dann ein Problem, wenn man das auf den höchsten Herrn anwendet? Auf die spirituelle Welt.
Wenn eine Schlange seine Augen verwenden kann, irgendwas zu hören, so warum kannst du dann nicht glauben, dass der höchste Herr alles machen kann und genauso mit seinen Händen sehen? So Mahaprabhu gibt das Beispiel zum Sarvabhauma Acharya. Und er war schlussendlich geschlagen mit den Aussagen und hat zustimmen müssen, dass Bhakti das Höchste ist. Und Sarvabhauma hat dann die wunderbare Form vom höchsten Herrn gesehen und nachher ist er ohnmächtig geworden, weil den Darshan vom höchsten Herrn, da wäre man ohnmächtig. Actually, if I want to use one aluminum cable and want to pass very heavy voltage. Also wenn du zum Beispiel ein elektrisches Kabel hernimmst und eine große Anzahl von Volt durchgehen lässt, nachher Aluminium kann schmelzen. Also es ist eine zu große Kraft, was dann durch das Aluminiumkabel fließt, es schmilzt. So, für uns ist es unmöglich, wenn der höchste Herr von uns kommen wird. Das wird eben, der wird mit so einer Kraft kommen, mit so einer Energie, ist für uns unvorstellbar. So Sarvabhauma Acharya ist dann auch in Ohnmacht geflogen. Und Mahaprabhu hat ihn dann berührt. Getting back consciousness, Mahaprabhu speaking. Before speaking, Sarvabhauma started speaking stotra. So, Sarvabhauma hat viele Verse zu dem Zeitpunkt gesprochen, wo er wieder ins Bewusstsein gekommen ist. Und nachdem er die alle aufgesagt hat, sagt ihm, oh, die was die Verse aufsagen oder singen oder beten, die werden alle Erfolg in ihrem spirituellen Leben haben. Also du hast die nicht irgendwie aufgeschrieben, sondern du hast die so aus dem Nichts wie ein Wind aufgesagt, die ganzen Verse, und kein Fehler war da. Because by that time, already all vanity, false ego gone. Why mistake was not there? Whereas that, Digvijay Pandit is also not a matter of joke. Kesav Kasuri, he become in his, Digvijay Pandit, das ist ein großer Acharya gewesen in seiner Sampradaya. Er ist ein großer Pandit gewesen, aber der hat keine reinen Verse aufsagen können. Viruddhamati, Bhavnakram, different kind of grammatical terms can be used. Mahaprabhu speaking. You are making different kind of mistake. Impossible. Also Mahaprabhu hat ihm dann am Aufzug viele Fehler, was er gemacht hat in seinen Verse, was er aufgesagt hat. So, warum hat der Digvijay Pandit das nicht machen können? Reine Verse aufsagen, weil Saraswati war auf seiner Zunge, aber das war Material. Also der Pandit, der Digvijay, der war voll mit falschem Ego. Das ist Unwissenheit. So wenn du vom höchsten Herrn aufzeigen willst, was du kannst und das, obwohl du eigentlich ignorant bist, nachher ist das ein doppelter Fehler. Aber zu der Zeit, wo Sarvabhauma Acharya, der war zur Zeit der Zeit mit den Verse, wo er den höchsten Herrn glorifiziert hat, war er schon gereinigt von seinem falschen Ego, weil er das Swarup gesehen hat von Mahaprabhu. This way actually, those Mayavadi, they want to prove that Shakti we cannot believe.
So Mayavadiste wohl sagen immer, Shakti können sie nicht glauben. Weil wenn wir an das Glauben, an Shakti glauben, nachher funktioniert die Mayavad-Philosophie nicht. Und Prakashananda Saraswati hat dann sagen müssen, oh, du bist wie Narayan, du bist Narayan. Da kann kein Zweifel sein. There cannot be any doubt. Why we are going to, Chaitanya Mahaprabhu going to give some value to Ramanuja Siddhanta? Why? Because in So warum gibt Chaitanya Mahaprabhu an Wert zu den Lehren von Ramanuja Acharya? Aber es sind Sachen, was Tag für Tag diskutieren werden müssen. So viel ist da zum Sagen. Ich sage aber der Hauptpunkt von Ramanuja Acharya Siddhanta ist, warum nennt sich das Vasishta Dvaitavad? Ramanuja Acharya, er sagt, die Jivas, die Seelen und die Natur, Prakriti von der Kreation, das hat einen speziellen Beweis, dass Brahma in der Form ist von der Welt. Ramanuja speaking one vital point, Brahma need not bear any distortion. Aber Ramanuja sagt, Brahma ist nicht so, dass sich das verändert. Brahman verändert sich nicht. Das ist ein vitaler Punkt. Und das ist das Shakti Siddhanta, was wir kriegen von Mahaprabhu. Vishishtha Advaitavad, das bedeutet, alles ist eine Spezialität. Brahma, wir können nicht sehen, aber wenn wir the vast, material world is one kind of sthula roop. Sthula means expanded form. Sthula roop, material roop. This Parva, Bhagavatam is the second skanda. In second skanda, all those clouds. Zum zweiten Kanto, dort wird eben dargestellt, wie der höchste Herr, all die Wolken ist, all die Berge, all die Bäume. Das ist Stula Shavya. Trees. This way, different color variants, Those briksha, trees, those are the, hair, body hair of Brahma. Bhagavatam is there. So, Ramanuja going to establish Visishta Dvaitavad, I mean that we can get some Ramanuja Acharya, das etabliert das Vasishta Dvaita, Spezialität. So it is Visishta Dvaitavad. And this Shakti Tattva was So der Shakti Tattva ist akzeptiert bei Mahaprabhu. Mahaprabhu wollte eben einen Punkt von jeder Sampradaya mitnehmen, um dann aufzuzeigen oder zu prüfen, dass IT&DE das Finale ist, wo du alles harmonisieren kannst. So irgendwie haben alle Acharyas, wenn man es wissenschaftlich nachgeht, haben sie alle ein paar Punkte, die was sie nicht vollkommen ansprechen. Und Mahaprabhu, der wollte das eben alles in Einklang bringen und hat dann einen Punkt von jedem Acharya genommen und hat gesagt, oh, es ist schon fast okay, aber das war nicht so richtig. Und nachher haben sie das auf das IT&DE Tattva ausgelegt. Achintya bedeutet unvorstellbar. Achintya. Achintya, die Gaudi Devotees, die erklären das Wort so. Achintya bedeutet nicht nur, dass es unvorstellbar ist,
sondern hat eine andere Bedeutung. Achintya bedeutet, dass dort eine andere Plattform ist, wo der Intelligenz nimmer hinkommen kann, sondern nur mehr Liebe, nur diese höhere Welt, wo alles, was da unvorstellbar ist, in Harmonie ist. You can find more Maharaj, all harmony, no doubts are there. Happy? Rasa ground. On the basis of topmost Rasa Tattva, if you go, you can find Maharaj, everybody harmonized. I have no doubts. I have no fighting, nothing. Follow what I say. So, from Ramanuja Acharya, Mahaprabhu wanted to take this point, what is Shakti Tattva. So Mahaprabhu wollte Shakti Tattva vom Ramanuja Acharya mitnehmen. Das ist dasselbe, was unsere Gaudiya Vaishnava sprechen. Brahma Shakti. Ramanuja Acharya sagt, Brahma verändert sich nicht. I can discuss some point also from Ramanuja Acharya, but not now. Why Mahaprabhu going to touch Madhava Acharya's vital point? So, was ist der vitale Punkt von Madhava Acharya, was mitgenommen hat? Dass die kompletten Glauben und Liebe in die Satchidananda Rup haben vom höchsten Herrn. Satchidananda Vigraha. Anadiradi Govinda Sarvakarana. Follow. Satchidananda Vigraha, the vital point. They are also somehow going to believe, but Satchidananda Vigraha, this point is specially approved in. So der Punkt von Satchidananda Vigraha ist speziell angenommen von Chaitanya Mahaprabhu. Das ist ein vitaler Punkt für die Gaudiya Sampradaya. Not that approval is not there, but still a special approval is there in Madhva Sampradaya. These two are vital points on the basis of which Mahaprabhu wanted to accept this point from Madhava Acharya, this point from Ramanuja Acharya. Now again I go back to this Mayava Tattva to disprove their power, to disprove their, they are all Tattva Siddhanta, useless. So Mayavadis, they somehow want to prove that Brahma getting distorted and taking this form. And they are also speaking Jiva Brahmaiva Naparaha. In Shankara Sampradaya we can find Gaurpad is Shankaracharya's Gurudev, his Gurudev Gaurpad. So there is one story going on there in their Sampradaya. So in der Mayavad-Philosophie, da ist eine Story, dass Shankaracharya ist wieder erschienen. Aber wie kann das passieren? Wenn er am Anfang sagt, dass die Seele, wenn die die Welt verlässt und eingeht in Brahma, dann wird sie zu Brahma. Und wie ist es dann möglich, von dem Brahma wieder einen Körper anzunehmen und der Welt erscheinen? So, das ist eine Lüge. In their Sampradaya, this story going on. Second body. A second body how possible? If you already submerged in Brahma. So, wenn du schon in Brahma eingegangen bist, nachher ist es nicht mehr möglich, für das Brahma wieder zurückzukommen in die Welt. Ramanuja speaking that jivas, when they are doing this kind of bhajan to go, Ramanuja gives an example. Ramanuja Acharya gibt ein Beispiel, da ist ein ganz dichter Wald, sagt er, und gewisse Vögelgruppen, die singen am Morgen.
Green color, no? Tia Paki, we speak. When a flock of their bird entering into forest, das sind grüne Vögel, so wie Papagei zum Beispiel, wenn die jetzt alle in einen Baum fliegen, nachher der Baum ist auch grün, die sind auch grün, und dann schaut es jetzt aus, als wie es als eins wird. Aber doch ist es individuell. Ramanuja speaking, it is not possible for them to get so much. Brahma is Brahma. So Brahma ist Brahma. Yeah, they are going to maintain their own existence also. Und trotzdem haben die Seelen ihre eigene Existenz. Das ist verstehen. Shuddha Dvaitavad. Vishnuswami sagt, Madhava Acharya, Shuddha Dvaitavad, Shuddha Advaitavad. Nimbarka, die sagen Dvaitavad. So, es haben alle eine Spezialität. Und Chaitanya Mahaprabhu hat es dann alles schlussendlich harmonisiert. So, was ist für uns nicht möglich, das zu verstehen? Wenn der höchste Herr die Barmherzigkeit gibt, dann kannst du das verstehen. Und Gurudev, Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, wenn die segnen, dann kannst du die ganzen Dinge verstehen. Within that, Madhava is going to prove that Shuddha Dvaitavad never in infinite degree. Madhava Acharya hat aufgezeigt an Shuddha Advaitavad. Brahma is always separate. Der hat gesagt, Brahma ist immer separat und Jiva ist auch immer separat. Er hat gesagt, sogar in der Mukta-Form, in der befreiten Auffassung, ist es nie dasselbe, es ist immer verschieden. Shuddha Dvaita. Es ist reine Zweiheit, also es ist nie dasselbe. Jiva, Jara. Jiva. Ishvara Bhagavan. Ishvara Jive. Follow, you try to understand. Ishvara Jiva, Jiva, die materielle Welt. Madhava Acharya sagt, es ist immer da, das Verschiedenheiten zwischen den Dingen ist immer da, existiert immer. The Jiva Tattva, then we can also take help of this Madhava Acharya. Actually, all our Guru Varga, Jiva Goswami Pad, all unser Guru Varga, Jiva Goswami Pad, Baladev Vibhushan, Sanatan Goswami, die geben alle Ehre dem großen Madhava Acharya. Why Siddhanta Vichar, so that you cannot grow your separate conception from Madhava Acharya, Vriddhavasham. Before I think Sandarbha, Bevor Jiva Goswami die Sandarbha schreibt, dann sagt Jiva Goswami, oh, er versucht es zu erklären oder zu verstehen von Madhava Acharya. So das Madhava Acharya Siddhanta ist die Basis von den ganzen Sandarbhas. This Sankara Sampradaya can never prove, cannot stand. They cannot stand. That is why now, when Ramanuja Acharya wanted to so Mayavadische Philosophie kann da auf keinen Fall einen Einfluss haben. Das hat Jiva Goswami und all die Acharyas alles beseitigt. It is a history, traditional history. Those who are Mayavadi, maybe they are in the form of Vaishnava, Tilak, Mala, everything, Acharya, nice, but still they want to kill pure Guru Vaishnava, throw Guru Vaishnava. What?
they want to prove they are not Krishna. Then you can understand they are Mayavadi. How you know? Power speaking. If you go through Bhagavatam Purana, you can see it is the target of Jarasandha to kill Krishna. Finish. So das Wichtigste für Jarasandha ist es, Krishna zu töten, für Jarasandha. Für Kamsa, der will auch Krishna töten. So das sind Mayavadis. Die wollen Krishna beseitigen. Die wollen ihn beseitigen. Some Mayavadi want to abduct Shakti, try to make Parabrahma devoid of Shakti. There is also Mayavadi. Another who want to kill Supreme Lord. Yeah, finish. No problem. So das ist eben eine Gruppe, die will einfach Krishna beseitigen. Das sind auch Mayavadis. All Mayavad, dangerous Mayavad. So die können vielleicht in der Form kommen, dass sie Tilak tragen, Kantimala. How to understand who is Mayavad? So, du verstehst das. Wenn du ernsthaft bist, dann kannst du verstehen, wer Mayavadi ist und wer nicht. Weil er dir wird dir helfen. Oh, wir kalkulieren, oh, das Video haben so viele Leute angeschaut. So, wenn zum Beispiel eine Prostituierte tanzt im Fernsehen, dann schauen das auch Tausende von Leuten. Das ist, warum Prabhupada sagt, geh nicht dorthin, sondern komm daher. Die wollen alle süße Worte hören und das. Aber Srila Prabhupada sagt, komm zu mir. So, my power is limited. How I can save you all? Up to what far my voice can go, I don't know. But I'm sure those who are going to hear one voice, one time, with some respect, someday they can get some way out. So, diejenigen, was nur einmal die hören wirklich mit Respekt hören, nachher werden sie schlussendlich früher oder später Erfolg haben. Srila Prabhupada sagt manchmal, wir gehen zu große Vaishnavas, wir hören von ihnen, aber doch haben wir irgendwie keinen Benefit von dem. Zu dem Punkt kann er das nächste Mal besprechen. One comparative statement of, four sampradayas. Like wind, but still I cannot complete, that's why I couldn't open this sheet. Like wind, I'm writing from morning time, but still it will take long time. And if you can publish it in the form of books, very interesting. Very interesting, everybody can enjoy because it's very typical. Nobody else is Ramanuja. What Siddhanta name? Siddhanta, we see all same. Dvaita, Siddhanta, all same. What is the difference? You cannot understand. So you have to concentrate your mind. If you can concentrate your mind, then you can become genius. Das Wichtige ist bei dem, dass du deinen Geist wirklich konzentrierst, wenn du die Sachen hörst. Es ist so schwierig, das Thema zu verstehen. Rastlosen Geist kann man das nicht verstehen. Samigyaha sesam pantaha santapa vargitaha anavakta samam purve yeno santo pratastire vanchaka kodurusya kipasan bhavisha pacitanam pavanabhyo vaishnavabhyo. So any question if you have? No question. Why no question? That means you are not going to understand. Someone sent this question to you in internet and we were reading. The question is that if we have to become disidentified from any designation, there is a birth
that we have to be, that we are not Brahmana, no Vaishya, no Shudra, no nothing. But this question was why we should identify ourselves as a Gaudiya. Is to be Gaudiya also one identification? Yeah, to be Gaudiya one identity, but it is pure identification. Nam Vipra Nacha Narpati Napi Vishwana Sudra, this kind of sloka, Mahaprabhu speaking, don't try to identify yourself with the help of Maya. Varnasam Dharma is also one kind of indirect Maya. So also we have to throw it. Varnasam Dharma we cannot keep. Eternally we cannot manage. Up to certain point, so it matters little. That you are from Russia, she is from Italy, she is from, America, it matters little. The matter is that how far, how much you are successful to come in front of pure Guru Vaishnava. How near to Guru Vaishnava you are coming. Because by the radiation of Guru Vaishnava, you can change your heart, mind, everything. Gradually you can feel your mind is transcendental. That's why Radharani is going to teach us, Aner Hidaya Mon, More Mon Vrindavan, Mone Mone Ak Kari Mani. This sloka someday I explained before. You forget, foolish. No, not my question. This is a question in one internet. No. Who is listening, no? So actually listening, but point is that this is one kind of identity, but we need to get this kind of pure identity. That we are Gaudiya. How to identify? I already told the Sahajya there, Navadivya, and we are following Gaudiya. What is the symptom of Gaudiya? You will have to preach up to the last breath, so that people, nobody can cheat common people. What is the symptom of Gaudiya? We want to arrange in such a way so that nobody can cheat. Stop cheating people. You can narrate, broadcast, Mahaprabhu speaking. You will have to broadcast all about the absolute truth everywhere so that people can get right information. Follow, you see. So, sincere jivatmas, they can get some benefit, 100%. No doubt in it. Oh, I'm going to check. So, let them speak, so it matters little. Krishna bhajane nahi jatkula vichar. Jai bhaje sei varo abhakta hincha. It is written. Not that I am from foreign country, I cannot get Krishna. Who told you? You are going to cross Mahaprabhu? No? Krishna bhajane nahi jatkula vichar. Jai bhaje sei. Do bhajan.